Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir sind jetzt zwar noch mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks, aber man merkt schon ein wenig die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und ich möchte mir heute anschauen, wie diese dritte Dekade Steinbock bei dir ankommt, lieber Löwe. Zudem haben wir über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Es ist also eine gute Zeit, um sich zu sammeln, zu sortieren und zu reflektieren. Wir schauen mal, wie diese Dekade bei dir ankommt. Eine Karte für dich, lieber Löwe. Eine Karte für Löwe. Der Mond. Der Mond, da steht eine größere Herausforderung vor dir. Ein neuer Weg, den du gehen kannst. Etwas, was dir, wenn du darüber nachdenkst, auch Sorge bereiten könnte, aber dich auch einfach mit deiner Persönlichkeit, mit dir selbst konfrontieren lässt, mit alten Ängsten, mit alten Sorgen. Es kann hier auch etwas sehr Emotionales sein, was dich auf diesen neuen Weg führen möchte. Zum Beispiel, dass du jetzt, wenn es hier um eine Liebesverbindung geht, dass man sein Herz öffnet. Ne, das ist ja auch etwas, wodurch man sich zwar verletzlicher macht, aber wenn man das tut, wenn man den Mut hat, diesen Weg zu gehen, dann dann führt einen das auch in eine neue Welt, in einen Zustand, den man so vorher nicht kannte, und es kann sich dann sehr, sehr schön entwickeln. Es kann halt auch sein, so jetzt gerade so im Beruflichen, dass du einen wichtigen Termin vor dir hast, einen wichtigen Auftritt, der dir jetzt auch ganz persönlich sehr, sehr viel bedeutet und der dir im Vorfeld sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Lampenfieber kann hier dargestellt sein. Es ist auf jeden Fall eine Situation, in der dir dein Verstand sagt, okay, du musst aufpassen, du hast hier keine Erfahrung, aber dein Herz sagt, ja, aber das ist genau das, was ich möchte. Also diese Erfahrung erleben, auch wenn ich da keine Erfahrung habe. Dein Herz ist mutig, aber dein Verstand macht sich halt Sorgen. Eine sehr spannende Karte, die eben dazu führen kann, dass wenn du diesen Weg gehst, du sehr viel Glück erfahren wirst, dauerhaft gesehen. Auf welche Lebensbereiche bezieht sich das bei dir? Du möchtest dich von alten Denkmustern lösen, von Konventionen lösen, von Inhalten lösen, die du in der Vergangenheit gelernt hast, die dich in deinem Potenzial schon längere Zeit zurückgehalten haben. Alte Abhängigkeiten, alte Bedenken, alte Sorgen. Dir ist es sehr, sehr bewusst, um was es hier geht, und du möchtest dich davon jetzt befreien. Und mehr Unabhängigkeit finden. Die Karten sagen hier an dieser Stelle, dass du vielleicht nicht vorsichtig, aber taktisch klug agieren solltest oder einfach ein bisschen bedacht agieren solltest, dass das ein Prozess ist, der nicht plötzlich kommt. Du kannst hier keinen Schalter umlegen und dann bist du befreit, sondern es erfordert in gewisser Weise anpassende Schritte, anpassende Maßnahmen, ein bedachtes Vorgehen. Ein bedachtes Vorgehen, bei dem du auch immer wieder reflektierst und darüber nachdenkst, ja, wie kann ich das jetzt noch verbessern? Wie kann ich die Situation nach meinen Vorstellungen gestalten? Wie kann ich auch mich selber an die Situation anpassen? Flexibilität und spontanes Agieren ist hier gefragt und wird dir
dabei helfen, diesen Weg, der vor dir liegt, zu gehen. Und du wirst dich verwandeln, du wirst transformieren in dieser Dekade. Du wirst dich weiterentwickeln und wirst in der Lage sein, zum Ende der Dekade hin mehr zu strahlen, mehr du selbst zu sein und auch dir mehr Raum in deinem Leben zu nehmen. Also eigentlich das, was du auch möchtest ein wenig, ne? Also ich sehe hier schon, dass vielleicht nicht hundertprozentig, aber dass du dich doch in einen großen Umfang von alten Inhalten, die dich die dich zurückgehalten haben, dass du dich davon tatsächlich befreien kannst und hier zu neuer Selbstverwirklichung kommst, dich neu ausdrücken kannst und dich präsenter wirst in der Welt dadurch. Auf eine neue Art und Weise. Mit welchen Herausforderungen hast du es in dieser Dekade zu tun? Hier sehe ich einen Prinzen der Stäbe, eine Person des Feuers, eine junge Person des Feuers. So gesehen könnte diese Karte sehr gut für dich stehen, denn du bist auch ein Feuerzeichen. Vielleicht geht es hier eben auch um eine junge Seite von dir, um dein inneres Kind, könnte man so sagen, oder eben um Wünsche und Bedürfnisse, die du schon als Kind hattest oder als junger Erwachsener. Der Prinz der Stäbe und du als dieser Mensch könntest hier sehr viel Risikofreude empfinden, sehr viel Abenteuerlust. Der Prinz der Stäbe, der ist auch unerfahren, ne? Das passt irgendwie zu dem Mond, weil du hier ja einen neuen Weg gehst, auf den du keine Erfahrung hast. Und der Prinz der Stäbe hat keine Erfahrung oder wenig Erfahrung. Deswegen kann er so mutig sein, deswegen kann er auch so abenteuerlustig und risikofreudig sein. Manchmal auch ein bisschen leichtsinnig, manchmal auch ein bisschen unbeabsichtigt, rücksichtslos und egoistisch, aber manchmal ist es ja auch wichtig, das zu sein. Vielleicht hast du aber auch eine andere Feuerperson in dieser Dekade in deiner Umgebung, die dich diesbezüglich inspiriert, ne? Mit der du zusammen diese Leichtigkeit erfährst. Der Prinz der Stäbe, der möchte vor allem auch sich natürlich selber ausdrücken und eben Abenteuer leben, aber der verfolgt auch ein hedonistisches Ziel. Ne? Der möchte Vergnügen erfahren, der möchte seine Bedürfnisse, sein Verlangen direkt ausdrücken und danach streben, was er möchte. Ne? Könnte hier für sehr viel Leidenschaft, sehr viel Power stehen deinerseits. Wir schauen uns den Prinzen der Stäbe gleich nochmal genauer an. Okay. Und dann kommt der Eremit, da kommt eine ganz vernünftige Energie rein. Das ist ganz gut, weil der Prinz der Stäbe kann ja auch manchmal etwas unvernünftig sein, aber du bist hier doch auch irgendwie doch sehr ernst und reif. Ne? Die Energien gleichen sich hier ganz gut aus. Der Eremit sagt mir hier, dass du hier doch sehr auf dich selber fokussiert bist. Aber nicht aus puren Egoismus, sondern einfach, du möchtest auch dir eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Du möchtest von niemandem abhängig sein. Du möchtest auch Objektivität und Klarheit in deinem Geiste haben. Du möchtest wissen, was du tust. Und du möchtest auch Verantwortung für deine Taten übernehmen. Und trotzdem möchtest du gleichzeitig eben deiner Leidenschaft, deiner Feuerenergie freien Lauf lassen können. Das muss ja das möchtest du auch nicht, dass das irgendwie im Widerspruch miteinander steht. Der Eremit steht auch manchmal für die bewusste Wahl des Single-Daseins. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, dass du jetzt erstmal wirklich sehr auf dich fokussiert bist. Vielleicht fängst du eine Affäre an, aber die ist aber das ist dann halt auch nur eine Affäre, habe ich jetzt so den Eindruck. Ne? Natürlich wird das sich bei euch im individuellen Leben alles so ein wenig anders zeigen.
Wenn du dich zum Beispiel jetzt in einer Beziehung befindest, heißt das nicht, dass du jetzt eine Affäre anfängst, aber vielleicht wirst du dir ein bisschen mehr Raum für dich selber erkämpfen, ein bisschen mal so dein eigenes Ding machen für eine kurze Zeit. Und das kann ja auch der Beziehung dann auch wieder ganz gut tun, dauerhaft gesehen. Was denkt der Prinz der Stäbe? Ja, der möchte eben hier doch seine Leidenschaft ausdrücken. Er möchte sich selber auch zu einer Entscheidung bringen in irgendeiner Hinsicht. Aber die Entscheidung ist ihm noch nicht so richtig bewusst. Dann zeigt sich hier noch die Hohepriesterin. Ja, hier sehe ich dann auch viel Hingabe und eine Einstellung, bei der man sich voll und ganz auf eine gewisse Entwicklung einlässt und darin vertraut, dass es am Ende richtig gut werden wird. Man lässt sich auf eine Situation ein und versucht nicht, die Situation an sich zu reißen oder in irgendeine Richtung zu kontrollieren, sondern man vertraut auf die Energien und schaut, wohin es einen führt. Also hier so eine recht leichtherzige Art und Weise, mit der Wirklichkeit umzugehen, mit einer bestimmten Situation. Ja, dieser Prinz der Stäbe, der finde ich schon sehr wahrscheinlich du selbst bist, lieber Löwe, auch wenn du eine weibliche Zuhörerin bist. Der findet auf diese Art und Weise inneren Frieden, innere Balance, ein inneres Gleichgewicht. Kann auch auf diese Weise sehr fair kommunizieren. Irgendwie sehe ich hier auch tiefe Freundschaft, Fairness und Gerechtigkeit. Widder und Waage und Jungfrau zeigen sich hier deutlich. Mit diesen zwei Stäben hat man auch ein gutes, mit einer Person, eine gute Ebene. Hier zeigt sich Flirtpotenzial, ne? Dass man sich irgendwie hier, dass man hier in einem sehr spannenden Austausch miteinander ist. Dass es auch reizvoll ist. Aber ich sehe hier auch, dass es aber auch gleichberechtigt ist und fair ist. Und dass man hier auch offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Mit so einer Energie könnte es bald notwendig sein, bald eine ernstere Entscheidung zu treffen. Aber das muss jetzt noch nicht in dieser Dekade stattfinden. Jedenfalls kommt mir das so vor. In der Vergangenheit hast du einen Neuanfang erlebt, mit dem du sehr bedacht und behutsam umgegangen bist. Hier sind Entwicklungen zueinander gekommen und haben sich ausgewirkt. Und das hat dich in eine neue Situation gebracht, in einer gewissen Hinsicht. Und die jetzt aufblüht oder die vor kurzem auch aufgeblüht ist und dir auch sehr viel Positives bereitet hat. Und du bist mit diesen Früchten des Lebens auch sehr umgänglich, vorsichtig umgegangen, sehr bedacht, sehr respektvoll. Und auch Dankbarkeit sehe ich hier dann dafür, für diese positiven Entwicklungen. Und auf Basis dieser neuen Situation in deinem Leben hast du jetzt die Möglichkeit, eben hier diese Befreiung deiner inneren Energie zu finden, ne? Und dich irgendwie hier auch ein bisschen mehr treiben zu lassen und dir mehr Freiraum zu schaffen. Ja, sehr schön. Hier zeigt sich im Bewusstsein die Liebenden.
Und das ist natürlich vor allem die Liebe zu dir selbst, dass du hier deine Bedürfnisse so direkt und ehrlich ausdrücken kannst und darfst, ist für dich ein großes Glück und du weißt das sehr zu schätzen, diese neue Freiheit in dein Leben. Und diese neue Freiheit in dein Leben schafft dir sehr viel Verbundenheit zu dir selbst, sehr viel Selbstakzeptanz, sehr viel Liebe zu dir selbst. Du fühlst dich wohl mit dir selbst und kannst dich selber annehmen. Und das auch auf sehr bewusste Art und Weise, das ist dir klar. Und verbessert auch das Verhältnis zu allen Mitmenschen in deiner Umgebung. Und hier ist auch sehr stark eine Versöhnung möglich mit einen oder mehreren Menschen. Du bist bereit jetzt zu vergeben, alten Schmerz zu vergeben, alte Situationen zu vergeben und bist hier sehr großherzig und kannst einfach das Verbindende zwischen dir und deinen Mitmenschen erkennen. Und auf Basis dessen kann man eben auch sehr großherzig sein, ne? Weil was man gibt an Großherzigkeit, dann weiß man einfach, dass das wieder zurückkommt. Dass man es in das Universum gibt und dass es im Universum ist. Und man ist ja auch Teil des Universums. Und ja, also so eine Erfahrung könntest du hier tun. Ja, hier zeigt sich in deinem Unterbewusstsein die 10 Stäbe. Eine Karte, die manchmal eine Blockade anzeigt, aber es ist aber auch eine Karte, bei der man viel Hingabe zeigt. Hingabe hat sich ja hier schon sehr gezeigt, weil man einfach feststellt, dass man eine gewisse Situation in seinem Leben nicht kontrollieren kann. Und wenn man es versucht, stößt man dann auf diese Blockade. Ne? Das ist damit gemeint. Mit Tatkraft allein wirst du hier in einer gewissen Hinsicht nicht weiterkommen, sondern man muss hier das Gegenteil zeigen von Tatkraft. Und das ist eben Hingabe. Wenn du hier irgendwie versuchst, eine Situation zu kontrollieren oder an dich zu reißen oder mit dem Verstand in eine bewusste Richtung zu lenken, wirst du auf Widerstand stoßen. Es könnte dann durch eine Autoritätsperson sein oder durch irgendetwas Faktisches oder in dir auch selbst, ne? Dass dein Körper in irgendeiner Form dagegen rebelliert. Es gilt viel mehr darum, für dich dem Moment hinzugeben, das Verbindende zu suchen und dich auf diesen Fluss des Lebens einzulassen und zu schauen, wohin es dich führt. Aber das ist eben diese Herausforderung vom Mond, ne? Das ist eben genau das, dass dann der Verstand irgendwie sagt, oh, wenn du das tust, das ist aber irgendwie nicht sicher. Aber das stimmt nicht, ne? Das ist nur, weil der Verstand das eben so gelernt hat, ne? Aber davon möchtest du dich ja auch befreien. Ich sehe hier, dass du dir dessen auch irgendwie sehr bewusst bist. Und diese Blockade ist ja im Unterbewusstsein. Du wirst es gar nicht so stark spüren. Ja, aber ich glaube, du bringst dich dann in eine Situation, die sehr viel Durcheinander erzeugen wird um dich herum. Das kann ja auch irgendwie auch witzig sein auf eine Art, weil ich sehe hier sehr viel Bewegung einfach, ne? Nicht aus dir heraus, sondern aus deiner Umwelt. Das wird besonders am Anfang der Dekade passieren, zwischen den 11. und den 16. Januar. Könnte es sehr hektisch um dich herum werden, sehr lebendig. Es könnten verschiedene Leute irgendwas von dir wollen. Da könnte auch sehr viel Gerede sein, Falschinformationen. Lass dich auf jeden Fall nicht davon aus der Ruhe bringen. Erst wenn du die Probleme der anderen Leute, diese Probleme der 8 Schwerter zu deinen Problemen machst, kann diese Energie problematisch werden. Wenn du aber den Fokus auf dich behältst und
dir das alles so ein bisschen von außen anguckst und dich nicht da von irgendwen in irgendwas reinziehen lässt, kommst du gut durch diese Energien. Mit den 8 Schwertern könnte sich auch manchmal so eine Situation ergeben, dass die Dinge nicht so ganz rund laufen durch dieses ganze Chaos. Ne? Man verpasst den Bus oder irgendeine Aufgabe muss man nochmal erledigen. So, man hat viel Stress auf der Arbeit. Einfach Ruhe bewahren und weitermachen, ne? Einfach Ruhe bewahren. Einfach durch diese Energien hindurch fühlen. Hier, die Hohepriesterin, ne? Einfach da durchgehen und sich nicht davon beeinflussen lassen. Du bist ja hier auch die Ruhe weg. Also lass dich von dieser Energie nicht aus der Balance bringen, lieber Löwe. Aber sehe ich auch nicht, dass du das tust. Ich glaube, du bist da ganz gut gewappnet. Hier kommen die 4 Kelche und die 4 Kelche sagen mir an dieser Stelle, dass du hier doch diese Dekade als sehr angenehm empfinden wirst, dass du auch Ruhe finden wirst, dass du Gelassenheit findest, vielleicht sogar auch mitunter ein wenig träge reagieren wirst. Es wird jetzt hier keine fleißige Zeit für dich, sondern tatsächlich wirst du eher ein bisschen fauler sein, aber du wirst es auch genießen, ne? Also es wird eine sehr leichte Zeit, bei der du auch so die Früchte deines Erfolges genießen kannst. Die Karte heißt Üppigkeit, ne? Also das üppige Leben. Ne? Man kann hier auch ein bisschen in die Vollen hauen, ne? Oder sagt man das so? Auf jeden Fall hier mal auf den Putz hauen. Na, das hört sich so nach Feiern an. Es geht mehr darum zu genießen, die Sonnenseiten des Lebens ein wenig zu genießen und sich da fallen zu lassen, ne? Hingabe zu zeigen und eben nicht unbedingt mit Tatkraft irgendwie versuchen, eine Situation in eine gewisse Richtung lenken zu wollen, sondern im Moment zu sein und hier sehr viel Gefühle zuzulassen. Das ist aber schön. Das Ass der Kelche. Ey, das sagt mir hier schon, dass du hier neue Liebe finden wirst. Na gut, du hast hier ja auch die Liebenden, ne? Ähm, Vielleicht ist es ein jüngeres, eben diese Feuerperson. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, dass diese Person für dich stehen könnte. Aber jetzt mit solchen Karten ist das sehr wahrscheinlich, dass das hier doch eine andere Person ist. Und ich habe am Anfang gesagt, hier geht es mehr um eine Affäre, um einen Flirt, aber mit diesen Karten ähm, ist es vielleicht so, dass es zwischen euch ein bisschen leichtherzig anfängt, dass ihr hier beide sehr auf eure Unabhängigkeit bedacht seid und ihr eigentlich beide gar nicht so viel Lust habt, jetzt eine Beziehung einzugehen, aber diese Gefühle sind ganz schön tief. Da werdet ihr gar nichts dagegen machen können. Aber ihr wollt jetzt, ne, das eher so ein bisschen leichtherziger anfangen. Und hier sehe ich wirklich ganz viele neue Gefühle auf dich zukommen. Die Welt reicht dir einen Kelch, ne? Einen Neuanfang in der Liebe in Bezug auf dein soziales Leben. Das kann natürlich auch die Wiederbelebung einer bestehenden Beziehung sein, dass du hier eine neue Tiefe mit dieser Person erleben wirst. Aufgrund auch der Tatsache, dass du dir mehr Freiraum schaffst. Ne? Bedingungslose freie Liebe ist hier mit diesem Konzept gemeint. Also wirklich hier auch eine sehr leichte Art und Weise, Verbindung und Liebe zu erleben. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Du wirst etwas Neues auch über die Liebe lernen, über die Liebe an sich lernen.
Wenn du gar kein Interesse an etwa einer Liebesverbindung hast, was hier mit der Karte auch sehr gut sein kann, dann geht es hier natürlich auch viel um Aspekte der Selbstliebe, der Selbstannahme, das habe ich ja hier schon gemeint, aber auch die Liebe zu deinen Mitmenschen im Allgemeinen, zu deiner Familie, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen besten Freunden. Auch hier wirst du eine neue Tiefe erreichen können mit diesen Menschen. Und eben auch die Liebe zu deinen Mitmenschen auf eine viel freiere Art und Weise erleben. Bedingungslos. Einfach da. Also wirklich sehr, sehr schöne Karten hier für dich. Und du willst, ja, das ist schön. Du weißt diese Verbindungen, du weißt diese Liebe, die du jetzt erfahren wirst, auch sehr zu schätzen und möchtest auch mehr daraus machen. Das heißt jetzt nicht unbedingt hier etwa irgendwie was faktisch daraus zu machen, sondern du möchtest dieser Liebe freien Lauf lassen und diese Liebe zum Wachsen bringen. Ja. Und mehr Harmonie auch in deinem Umfeld noch integrieren, das noch weiter vollziehen, das zu einer Weiterentwicklung kommen lassen. Und das möchtest du eben vor allem aufgrund dieser Wertschätzung, dieser schönen neuen Gefühle, die du jetzt in dieser Dekade erleben wirst. Das finde ich mit dem Mond jetzt wirklich sehr, sehr schön, weil es geht hier wirklich um eine Herzöffnung. Und du bist bereit, dein Herz zu öffnen. Da bin ich mir ganz sicher, lieber Löwe. Du bist jetzt bereit dafür. Wunderschöne Karten. Und du wirst dadurch auch transformieren. Das einzige Problem sind halt diese 8 Schwerter, ne? Die am Anfang der Dekade hier durchkommen. Das können auch manchmal Personen sein, die sich einmischen wollen, die neidisch sind, die eifersüchtig sind. Eifersucht ist ja auch oder Neid ist manchmal ein hohes Kompliment, muss man auch mal so sehen. Lass dich davon nicht von diesem positiven Weg abbringen. Ne? Die Negativität kommt nicht aus dir heraus, sondern aus der Negativität der Menschen um dich herum. Ne? Also einigen, nicht alle natürlich, einigen. Aber Neid kann eben auch manchmal ein großes Kompliment sein. Und ich glaube, du hast gerade sehr, sehr viel, um das dich andere beneiden können in dieser Dekade. Wow. Und hier zeigt sich die Ausgleichung. Waage-Energie kommt hier nochmal raus. Diese Karte. Ja, du wirst hier innere Balance finden, du wirst hier Stabilität finden, du wirst diese Herausforderung meistern und eine neue Klarheit, eine neue Festigkeit finden. Das, was du hier beim Eremiten möchtest, Verantwortung für die Situation übernehmen, eine objektive Haltung finden, Klarheit finden. Das wird dir gelingen und das wird sich zwischen den 16. und 20. Januar noch weiter vollziehen. In der Zeit wirst du auch einen sehr transparenten Blick auf diese Entwicklung haben. Dein Urteilsvermögen wird sehr gut sein und du wirst in der Lage sein, Gerechtigkeit walten zu lassen, fair zu kommunizieren, faire Kompromisse zu finden, gute Absprachen, Gleichberechtigung in der Beziehung und einfach hier sehr viel Wertschätzung zeigen. Wow, das sind wirklich sehr, sehr schöne Karten, muss ich sagen, lieber Löwe. Ja, kommt mir hier sehr, sehr schön raus. Das einzige Problem ist vielleicht, dass es dir an Tatkraft mangelt. Du bist ein Feuerzeichen, du brauchst auch manchmal ein bisschen mehr Schwung, ne? Mit Tatkraft wirst du hier nicht viel erreichen können, das meinte ich ja schon. Es ist jetzt mehr diese emotionale Seite. Das könnte sich manchmal auch emotional etwas schwer für dich anfühlen. Hier kommt ein bisschen Feuer rüber, ne? Mit den 2 Stäben. Aber bei den 2 Stäben ist es auch manchmal so, dass man dann halt nicht so richtig nach außen treten kann.
mit dieser Energie, dass man das nicht so richtig zeigen kann nach außen. Aber ich bin mir sicher, wenn du lernst, hier deine Gefühle mehr zu zeigen, dass du früher oder später wieder in deine Tatkraft zurückfinden wirst. Und dass du dann auch persönlich auch auf einen sicheren Fundament stehst, was deine Persönlichkeit betrifft. Und du so mit deiner Tatkraft letztendlich viel, viel mehr erreichen kannst. Bei den 10 Stäben ist es so, mehr als 10 geht ja nicht. Also es kündigt auch schon ein neues Ass der Stäbe an. Eine neue Begeisterung, eine neue Leidenschaft in dein Leben, die dir dann deine Tatkraft zurückgeben wird, lieber Löwe. Ich möchte dir noch eine Karte vom Mondorakel mit auf den Weg geben. Was sagt das Mondorakel? Und das ist wunderschön. Bring Liebe in die Situation. Ja, und wenn jemand voll erfüllt ist von Liebe in dieser Dekade, dann bist du es aktuell, lieber Löwe. Und versuche diese Liebe auszudrücken, ne? Großherzigkeit in die Welt zu bringen. Bring Liebe in die Situation. Wunderschön. Neumond im Wassermann. Ne, du steigst hier voll auf die Wassermann-Energie ein, die sich bald stärker zeigen wird. Ja, und das wird toll werden. Das wird einfach sehr, sehr schön, lieber Löwe. Ich wünsche dir eine wunderschöne Dekade. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.